Willkommen zurück bei unserer SD-WAN-Videoserie. Im heutigen Beitrag geht es um 5 Vorteile, die Unternehmen durch den Einsatz eines SD-WAN erzielen. Diese Vorteile reichen von einer besseren Endbenutzererfahrung über einen schnelleren Return on Invest bei den Netzwerkinvestitionen und Beiträge zum Schutz der Marke und des Images des Unternehmens. Es gibt viel mehr Vorteile, als ich in diesem Video behandeln kann. Daher werde ich sie in 5 große Kategorien einteilen. Erhöhte Anwendungsleistung und Verfügbarkeit von Anwendungen, verbesserte Agilität und Reaktionsfähigkeit, vereinfachte WAN-Edge-Architektur, verbesserte WAN-Sicherheit und geringere WAN-Kosten. Erstens, Anwendungsleistung und Verfügbarkeit. Ein SD-WAN ermöglicht die Bündelung mehrerer WAN-Transportdienste wie MPLS, Breitband und LTE. Durch die Erhöhung der Bandbreite kann die Leistung einer Anwendung gesteigert werden. Die Verwendung mehrerer Transportdienste für dieselbe Anwendung verbessert die Verfügbarkeit. Selbst wenn ein Transportdienst ausfällt, führen die verbleibenden Dienste die Anwendungssitzung weiter. Das Geschäft läuft also weiter, ohne Unterbrechung. Das bedeutet eine höhere Produktivität und eine bessere Qualität des Services für Mitarbeiter und Kunden. Für die IT-Abteilung bedeutet es weniger Anrufe beim Helpdesk, wodurch mehr Zeit für strategische, digitale Initiativen zur Verfügung steht. Und für die Unternehmensleitung bedeutet dies geringere Kosten für Ausfallzeiten, höhere Kundenzufriedenheit und letztlich höhere Einnahmen. Kommen wir zum zweiten Punkt: Agilität und Reaktionsfähigkeit. 3 Schlüsselfunktionen der besten SD-WANs sind zentrale Orchestrierung, Zero-Touch Deployment und die Fähigkeit, Internetdienste schnell, zuverlässig und sicher zu nutzen. Das bedeutet, dass eine neue Zweigstelle viel schneller in Betrieb genommen werden kann, ohne spezialisierte IT-Mitarbeiter vor Ort. Der Büroleiter schließt einfach die SD-WAN-Appliance in der Zweigstelle an, verbindet die LAN- und WAN-Ports und los geht's! Zero-Touch Provisioning übernimmt die Authentifizierung und das Gerät aus der Ferne zu konfigurieren. Und das, während die Bereitstellung einer MPLS-Leitung bisher durchaus 60 bis 120 Tage dauerte. Breitband-Internetdienste sind fast überall innerhalb weniger Wochen lieferbar. Eine neue Zweigstelle kann also schneller als bisher in Betrieb genommen werden. Das gleiche gilt für das Hinzufügen einer neuen Anwendung oder das Ändern einer Quality of Service Sicherheitsrichtlinie. Für das Unternehmen bedeutet dies eine schnellere Time to Revenue für neue Zweigstellen oder eine Unternehmenseinheit, die neu hinzugekommen ist. Kommen wir nun zum dritten Punkt, der Vereinfachung der WAN-Edge-Architektur. Eine gute SD-WAN-Lösung kann alle wesentlichen WAN-Edge-Network-Funktionen in einer einzigen Plattform vereinen, einschließlich Routing, Firewall, Sichtbarkeit und Kontrolle, WAN-Optimierung und natürlich SD-WAN. Außerdem werden der Hardware-Footprint und der Stromverbrauch in jeder Niederlassung reduziert. Die zentrale Orchestrierung all dieser Funktionen vereinfacht die Verwaltung der WAN-Infrastruktur für die IT und sorgt für eine einheitlichere Quality of Service und Sicherheitsrichtlinie im gesamten Unternehmen. Für die Unternehmensleitung bedeutet dies ein geringeres Risiko und natürlich geringere WAN-Betriebskosten. Punkt 4. Verbesserte WAN-Sicherheit. Nun könnte man meinen, dass das Hinzufügen des Internets als aktiver Transportweg für das Unternehmen die Sicherheit eher gefährden kann. Mit der falschen SD-WAN-Lösung würde das auch zutreffen, aber eine gute SD-WAN-Lösung kann eine End-to-End-Segmentierung bieten, die den Sprachverkehr vom Datenverkehr, von Cloud-Anwendungen und dem Wi-Fi-Zugriff trennen oder komplett isolieren kann. Eine solche robuste Ende-zu-Ende-Segmentierung ist eine gute Lösung,
Darüber hinaus beobachten wir die rasche Einführung von in der Cloud gehosteten Sicherheitsdiensten, die eine umfassendere und konsistentere Sicherheitsdurchsetzung bieten als manche Sicherheitslösung vor Ort. Mit einer Sicherheitslösung aus der Cloud mag es einfacher sein, bei den neuesten Bedrohungen und Schwachstellen immer auf dem Laufenden zu bleiben. Für den CEO und den Rest der Geschäftsleitung bedeutet dies ein geringeres Geschäftsrisiko und einen erhöhten Markenschutz. Ja, Markenschutz. Denken Sie nur an den enormen Rückgang der Aktienkurse von Unternehmen, die mit Datenlecks, Hacks und Sicherheitsverletzungen zu kämpfen hatten. Last but not least, unser 5. und letzter Vorteil für heute. Niedrigere Warengesamtkosten. Vor 3 oder 4 Jahren waren geringere Kosten oft der Haupttreiber, wenn Kunden ein SD-WAN in Betracht zogen. Heute sind andere Vorteile wie eine höhere Anwendungsleistung, geschäftliche Flexibilität und verbesserte Sicherheit ebenso wichtig. Dennoch kann die Möglichkeit, MPLS durch kostengünstigere Breitbandverbindungen zu ergänzen oder sogar zu ersetzen, sowie die Möglichkeit, WAN-Architektur und Sicherheit zu vereinfachen, im Laufe der Zeit zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Und niedrige Kosten kommen schließlich jedem im Unternehmen immer zugute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald in einem anderen Beitrag wieder.